Ausblick. Ich habe Sonne und Meer und Felder. Voll schön. Okay. Yeah, so thank you for the food and the bed and the dish was amazing. And yeah, really nice having you around. Yeah, it was great. Und los geht's! Ein wunderschöner Tag. Cool, Bob hat mir jetzt, er hat ein richtig leckeres indisches Curry gemacht und er hat mir jetzt den Rest auch noch mitgegeben. Das heißt, ich habe richtig gutes Essen und er hat sogar so einen Joan, so einen veganen Roll, eigentlich so was Großes gekauft. Extra für mich, was ich heute auch noch essen kann. Und auch noch einen vegetarischen Pie. Also ich bin richtig gut versorgt. Also richtig schön, hat sich echt gut um mich gekümmert. Ich habe mich gerade mit dem Busfahrer unterhalten. Er wollte wissen, was ich mache. Und jetzt meinte er, get yourself a meal tonight und hat mir 40 Pfund gegeben. Wahnsinn! Es sind hier ganz schön steile Berge auf der offiziellen Radroute 1. Ich bin super froh, dass die Sonne scheint, aber es ist ein sehr kalter Nordwind und dadurch bin ich innen drin schon komplett durchgeschwitzt durch die paar Hügel oder Berge und der Wind macht es aber dann trotzdem kalt und nass und das ist irgendwie ganz unangenehm, weil gestern war es ganz, ganz warmer Wind. Das hat sich fast tropisch angefühlt, das war ganz merkwürdig. Das ist das Eden Castle, aber es steht nur noch ein halber Burgturm von 2. Boah, hier ist ganz schön landwirtschaftliche Luft. Und Bürgersteig. Okay, gucken wir uns nach rechts. Ich hoffe wirklich, dass es auch eine Straße ist. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Schaut euch das Wetter. Und zwar regnet es bei Sonnenschein. Ist ja hier ganz typisch. Das macht es dann so ungefähr 4 Minuten und dann ist wieder okay. So, Zuri, ich will wieder Zeit, hier reinzukommen. Jetzt geht's bergunter. Komm. Rein. Fasane, die werden eigentlich nur ausgesetzt in Schottland, um sie dann abzuschießen. Das ist hier Sport von den Reichen, was echt schade ist. Die sind nämlich eigentlich auch gar nicht heimisch hier. Die kommen aus Frankreich. 50 Kilometer und der Akku ist alle. Also es ist auf jeden Fall steiler als gestern. Da hat der Akku 75 gereicht. Aber es ist gut, weil wir haben 97 Kilometer heute. Das heißt, wir sollten trotzdem mit 2 Akkus hinkommen ohne Laden. Das ist gleich Zeit für Mittagspause. Wirklich anstrengend. Wir haben jetzt 65 Kilometer. Es sind nur Hügel. Es geht echt nur hoch, runter, hoch, runter. Regenschauer. Wo kommt denn der Regen her? Ich bin echt komplett nass. Das ist schon ein bisschen
nass. Meine Jacke ist auch nicht wasserdicht. Zeit, eine Mittagspause zu machen. Die Frau hat mich gerade gefragt, was ich so mache, weil sie mich schon zum zweiten Mal gesehen hat. Gott, ich bin so nass geworden. Wahnsinn. Und jetzt ist die Sonne schon wieder draußen. Das ist gut. Jetzt kann alles wieder trocknen. Oh, ich freue mich auf das Curry. Weil das ist ziemlich lecker. Nicht der beste Platz, um Pause zu machen, aber irgendwie finde ich keine guten. Wir haben jetzt noch 35 Kilometer bis Aberdeen. Oh Gott. Es ist schon ein bisschen frisch. Nein, Sonne, nicht weggehen. Ich muss Bob fragen, wie er das gewürzt hat. Das schmeckt richtig gut. Ich musste mir jetzt doch eine trockene Jacke drüber ziehen, weil es schon echt kalt ist. Ich wollte euch zeigen, was mir Bob noch gekauft hat. Wegen vegane Korn Pastry. Jedenfalls super süß von ihm. So, und jetzt geht's weiter. Was ist denn hier los? Stau. Wie komme ich denn jetzt da vorbei? Kann ich da vorbei? Kann ich da zuerst durch, bitte? Das wäre ganz toll. Danke, 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 danke. Guckt euch den Regenbogen an. Super schön. Aberdeen, noch 20 Kilometer. Julian und Silvia sind auf der Insel Skye hinter mir gefahren und haben mich dann per Instagram zu sich nach Hause nach Aberdeen eingeladen. Die scheinen die hier schon aufgemacht zu haben. Das sieht so aus, als ob die früher echt richtig scheiße waren. Sonst wären diese anderen Gitter da nicht mehr da. Alles aus wie Modellhäuser. Wie so künstlich geschaffene Stadt. Das ist der Hammer. Oh oh. Und wo geht jetzt der Radweg lang? Hoffentlich hier rum. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Radweg. Wie komme ich denn da hin? Na toll. Wo sind wir hin? Und hier ist alles abgesperrt. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Toll. So nicht mal Umleitungsschilder. Pedestrians. Ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Weil irgendwas führt hier außen rum, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gut, dass wir die englischen Eingangswege schon gewohnt sind, dass wir durch enge Sachen durchkommen. Aber ich weiß nicht, ob das hier irgendwo hinführt. Oh Gott. Oh. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder in diesem Wohngebiet. Oh oh. Ist jetzt von dieser Seite auch noch abgesperrt. Nein! Das könnt ihr doch nicht machen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich reinkam. Ich finde die Lücke. Kann nicht sein. Ich bin hier doch irgendwo reingekommen. Vielleicht bin ich reingekommen, die haben dann zugemacht. Kann das sein? Es war Freitagabend, kurz vor 6 Uhr. Und ich dachte schon, ich müsste hier übernachten. Meine letzte Idee war ein Anruf bei der Baufirma, deren Name auf einem der Häuser stand. Hey. Oh no. How do I... Is there anything else where I can just, I don't know, leave? Everything will be locked up. I'll need to go grab my other phone and I'll give the site manager a call. Okay, sorry, I'm not... Okay. Innerhalb von 15 Minuten sollte jemand kommen, der hoffentlich das Gate öffnen kann. Hello? Sorry. I don't know, but the psychopath goes through here. Oh, does it? So I was just following it, but then on the other side it didn't go, and then I was locked. I know, it was just for me to know so I could make sure it just... Here. So what, did you come in that I side? think this side. So it must... Oh, did you come in here a while ago? No, just, I don't know, 15 minutes maybe? Strange. Because the other guy, he would have locked up like 5 o'clock, so I thought you maybe came in that side or something. Ah. I mean, it's hard to tell now because I don't know if you can see it on my phone.
but I tried to find the exit, and so No, it's fine. I just went I'm all obviously through. worried that you managed to get in, so that if you managed to get in, Yeah. you Yeah, thank you. can- So I said, I can't understand how you managed to get in there. If it was up that side, then No, I want to go there, but this is locked. So, this gate was open. I think. Oh, amazing! Thank you very much. Yeah. Die Seite des Zauns. Oh Mann, hatte ich echt Glück, dass das Office noch 10 Minuten auf hatte. Um 18 Uhr machen die nämlich alle zu und sind nach Hause gegangen. Noch mehr Absperrungen. Ja. Hoffen wir mal, dass das keine Auswirkungen hat. Oh, shit. Sorry, Entschuldigung. Oh. Was machen die denn hier? Ooh. Manage. I hope so. Adventure Puppy, hä? Krönchen ist so ein böses Gebäude. So, sind gleich da. 1 Kilometer. Ah, hi. Good. My husband's going downstairs to help you with the bike. Ah, perfekt. Okay, cool. Das wird jetzt in den 3. Stock getragen. In die Wohnung. Jetzt müssen wir alles abmachen. Das ist das allererste Mal, dass die Sachen abgemacht werden. Am nächsten Tag luden Julian und Silvia mich ein, den Tag mit ihnen zu verbringen. Sie zeigten mir die schönsten Plätze der Gegend rund um Aberdeen. Angefangen mit dem Robbenstrand. Die hier lebende Kolonie besteht auf ungefähr 400 Tieren, die insbesondere aus Kegelrobben und Seehunden bestehen. Nach so langer Zeit auf dem Fahrrad kam ich gar nicht drauf klar, wie schnell doch das Auto ist und wie schnell die Landschaft an einem vorbeirast. Das Slains Castle wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Über 300 Jahre lang gehörte es dem Clan Hay. 1913 wurde es jedoch verkauft und 1925 ließ man bei wie so vielen schottischen Schlössern das Dach entfernen, um Steuern zu sparen. Besonders berühmt wurde das Schloss jedoch, weil es als Inspiration für das Buch Dracula diente. Sieht ganz interessant aus, vor allem mit dem dunklen Himmel und der Sonne. Und die Klippen sind hier natürlich auch der Hammer. Someone had a nice So- window view. Ja, perfect view. Ja. Etwas weiter nördlich haben wir dann noch einen Nistplatz der Papageientaucher besucht. Leider waren dort keine mehr zu finden. Alle weg. Aber schon allein für den Küstenausblick hat sich die Reise gelohnt.
den Seeigeln, zu den Möwen. Dieser Felsen wird von Tausenden von Möwen als Nistplatz benutzt und man kann wohl zu anderen Jahreszeiten Möweneltern sehen, wie sie ihre Babys füttern. Ja, wir sind definitiv im falschen Monat hier. Aber sieht trotzdem schön aus. Wir sind jetzt hier in einem Farmshop und hier soll es ganz, ganz leckeres Eis geben. Das Tolle hier ist, dass die Beeren frisch vom Feld geerntet werden und dann direkt in Eis verwandelt werden. Und was wäre ein perfekter Ausflug ohne Eis? Wow, durch das Eis an. Wir sind hier gerade in einem Park in Aberdeen und hier ist eine, wo Kinder lernen, Fahrrad zu fahren und auch die Verkehrszeichen zu lesen. Richtig cool. So dass man wirklich, dass die auch trainieren können für die Straße. Da hinten ist auch ein Kreisel, Vorfahrt. Oh, Einbahnstraßen gibt es hier auch. Oh, dass man hier nicht abbiegen darf. Das ist schon richtig gut gemacht, habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Okay. Yeah, thank you. Bye. Road again. Wir fahren gerade noch durch die Stadt von Aberdeen. Das wird auch die Asphalt- und die Granitstadt genannt, weil hier alles aus Granit ist und das ist aber eigentlich problematisch, weil im Winter es war so schön bei denen zu sein. Es war unglaublich. Ich habe ja einen Tag Pause gemacht. Es hat so gut getan. Die haben halt richtig gutes Essen gemacht. Silvia, viel Obst und Gemüse und oh, es ist einfach so lecker. Und heute Morgen gab es Pfannkuchen. Einfach richtig schön. Das Interessante ist, dass sie aus Schlesien kommen. Wohnen beide schon seit 14 Jahren hier. Wir sind quasi als Studenten hier rübergekommen. Und es ist ganz interessant, was die so erzählt haben von, wie sie hier die Leute wahrnehmen. Ich habe ja auch schon ein paar Eindrücke aus England gesammelt. Deckt sich schon auch mit den schottischen Leuten. Und sie meinten, dass das ganz, ganz ungewöhnlich ist, dass sich irgendjemand nach Hause einlädt. Weil das eigentlich zu persönlich ist, dass du alle nur in einem Restaurant triffst oder in einem Pub. Keiner eigentlich so richtig sich selbst zeigen will. Dass sie eigentlich nur polnische Freunde haben, die zu ihnen nach Hause kommen. Auch zum Beispiel, man hört ja viel über die englischen Bauarbeiter, dass die hier wohl alles immer nur ersetzen, statt zu reparieren. Und dass es ewig dauert und dass die auch noch oft 2 Wasserhähne haben. Einen mit ganz, ganz heißem Wasser und eins mit ganz, ganz kaltem. Und dass man das dann selbst mischen muss. Dass die so Steckdosen, in der habe ich auch schon oft gesehen, in dem Bad haben, wo man nur Rasierer reinmachen darf, um Leute vom Selbstmord zu bewahren, dass sie nicht den Föhn in die Badewanne stecken. Unglaublich. Ja, und sie meinte, es ist halt ganz, ganz schwer, wirklich tiefe Freundschaften zu finden, weil die Leute halt alle nur so oberflächlich. Natürlich dieses Politeness, was in England sehr, sehr gut da ist, was die aber auch sehr, sehr mögen, weil die sagen, in Polen sind alle sehr, sehr ruhig. Was ja die Deutschen denen auch nachgesagt, bis sehr direkt sind. Sie finden Polen auch nicht so richtig gut, weil da viel Bestechung läuft. Wir haben auf der letzten Wahl alle Leute, die eine bestimmte Partei gewählt haben, 400 Zloty Urlaubsgutscheine bekommen. Es gibt dann auch Kinderbonus, irgendwelche Gutscheine, 200 Zloty oder 200 Euro oder sowas. Wenn eine bestimmte Partei gewählt wird, man eigentlich nicht eine Partei wegen Idealen wählt, sondern eigentlich wäre das meiste Geld einfach Direktauszahlung. Das ist schon der Hammer. Leider auch irgendwer gewonnen hat, den die ganzen Leute, so viele Leute aus dem Ausland wieder zurückkommen wollen nach Polen. Aber das ist einfach nicht wollen bei der Politik, die dort gehandhabt wird. Das ist sehr, sehr konservativ, sehr feindlich für die Menschen eigentlich auch. Die sind so hin und her gerissen. Die sind alle in Aberdeen, ganz viele Polen in Aberdeen, weil hier das Gas- und Ölgeschäft so boomt, weil es hier ganz viele Gas- und Ölfirmen gibt und Leute einfach gut Geld verdienen können. Die beiden arbeiten oder sie auch in einer Ölfirma. Und es ist auch interessant, wenn man denkt, dass es dann so schwarz-weiß, ne? Den Leuten geht es nur ums Geld oder was auch immer. Das ist ja nie gar nicht so. Ne? Sie ist auch schon sehr umweltbewusst und hat Bio, Waschmittel und achtet eigentlich auch darauf, viele Dinge und eigentlich auch in einer nachhaltigen Company arbeiten, aber es ist auch schwer, so einen Job zu finden. Das ist übrigens hier die Innenstadt und die haben die komplett abgesperrt für Fußgänger und Fahrradfahrer jetzt durch die Covid-Zeit. Das ist richtig cool. Übrigens, Julian und Silvia auch gefragt, woher sie mich kennen. Und das ist richtig cool, die haben mich in Sky gesehen. Ich war bei dem gleichen Wasserfall, wo ich Eddie getroffen habe. Da meinten sie, ja, ich hätte mich da mit einem Tim unterhalten, was natürlich dann Eddie war. Und dann war ich ja in dem Café in Portree und da haben sie mich dann nochmal gesehen. Und dann haben sie mich nochmal irgendwo gesehen und dann haben sie gecheckt, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und dann haben sie mein Instagram gesehen und haben mir dann geschrieben, dass ich auch nach Aberdeen kommen kann, wenn ich möchte. Richtig schön.
Das ist hier ein reiner Fahrradweg. Richtig gut. Und das Meer. Okay, das wird auch interessant, weil... Okay, vielleicht haben wir Glück. Hier steht Sackgasse. Naja, aber Fahrradschild, da müssten wir eigentlich durchkommen. Das ist ein Komoot-Weg. Ich habe mich trotzdem für den entschieden, weil der ein bisschen schneller ist als der Fernradweg 1, der einen großen Bogen hier diese Straße macht. Das sind 10 Kilometer, die wir jetzt an dieser Straße lang vorbeifahren müssen, aber das ist schon okay. Wir sind ja nicht auf der Straße, weil der Weg schon ein bisschen holprig ist. Also die Straße hier ist schon sehr, sehr viel befahren, aber es ist nur noch ein kurzer Abschnitt. Heated Open Air Pool, das klingt nach einer richtigen Energieverschwendung in Schottland. Oh, die Straße wird kleiner. Na toll. Also das ist ja hier nicht mehr so wirklich fahrradfreundlich. Also ich werde jetzt auf die Straße ausweichen, weil ich kann ja nicht fahren. Das ist das Fahrrad ungeeignet. Also das haben sie ja echt nicht zu Ende gedacht. Wir können doch nicht so 5 Kilometer vor der nächsten Stadt den Fahrradweg einfach aufhören lassen. Dass das gut, dass heute Sonntag ist, dass heute nicht so viel Verkehr ist. Wir sind in Stonehaven und hier gibt es noch ein Schloss. Das ist eine der letzten Sachen, die wir auf unserer Reise sehen werden. Also bevor Edinburgh mal nicht. Da ist das Castle. Es ist irgendwie ziemlich begehrt, weil hier sind ganz, ganz viele Leute. Gucken, was das ist. Hier, Dunnottar Castle. Was steht dann da? Ist eine der imposantesten, faszinierenden Ruinen Schottlands. Hier setzt William Wallace eine Kapelle voller englischer Soldaten in Brand, weil Dunnottar der sicherste Ort des Reiches war, wurde die schottische Kronjuwelen hier aufbewahrt. Oh, während der Wirren der Besitzungszeit von Cromwell dann jedoch heimlich weggebracht. 167 Menschen waren hier elendig eingekerkert, weil sie sich weigerten, ihre Religion abzuschwören. Da ist es. Lass das Fahrrad mal hier stehen. Wow. Hoho. Ja, sieht schon relativ unbezwingbar aus. Und auf der anderen Seite, Gott, das ist ganz schön zerstört. Boah, aber was für Klippen. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Slater oder wie das andere Castle hieß. Der erste Regen kommt am Sonnenscheintag. Warum auch nicht? Ist ja Schottland. Oh, das sieht ja schon ziemlich dunkel aus. Ich habe mich entschieden, mal wieder die normale Straße und nicht die Route 1 zu nehmen, weil ich finde das immer ein bisschen blöd. Man fühlt sich als Radfahrer schon auch immer als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, weil nämlich die gerade Straße, die keine Hügel hat, die definitiv auch den besseren Ausblick hat, die gehört den Autos und der Radweg führt da hinten über den Berg. Ich meine, die könnten zum Beispiel auch diese Straße hier verkleinern und hier einen Radweg hinmachen. Ja, und die könnten die Autos da hinten umleiten. Mich nervt es wirklich als Fahrradfahrer, irgendwie immer so die beschwerlichen Wege zu bekommen. Du gehst dann über Felder und dann geht's hoch und runter. Da muss man Kurven fahren, anstatt den direkten Weg zu bekommen, den man als Autofahrer kriegen würde. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr wenige Länder, wo man als Radfahrer auch die besseren Straßen bekommt. Also Schweiz zum Beispiel, da gab es so richtig geile Radwege, man hat so geile Aussichten gehabt. Oder auch dieser eine Weg in Slowenien, den so viele Autos gesperrt haben. Also ich finde, wenn man hier eine Verkehrswende erreichen will, dann muss man auch ein paar Straßen für Fahrradfahrer freigeben, sodass es nicht so beschwerlich ist, Fahrrad zu fahren. Das ist ja eine Sache, wenn man einen Umweg macht, weil es schöner ist. Aber dass man einfach nur über einen Berg gejagt wird, weil das die ruhigere Straße ist als Fahrradweg, ist aber trotzdem eine Autostraße ist, nervt mich einfach. Wir sind jetzt 47 Kilometer gefahren und Julian und Sylvia haben gesagt, dass es hier ein ganz gutes Restaurant gibt. Das heißt, ich werde jetzt mal eine Stunde Mittagspause machen und den Akku wieder laden. Schau mal, es auf hat. So Corona-Zeit nicht so sicher. Biergarten open. Ja, sieht doch gut aus. Wir haben jetzt eine nette Bar gefunden. Eigentlich haben die beiden mir dieses Restaurant empfohlen, aber da gibt es nur Takeaway. Und deshalb habe ich jetzt hier die Pommes bestellt und den Cappuccino. Und es kostet nur 4 Pfund. Also eigentlich relativ günstig, weil normalerweise ein Cappuccino schon 2,60 oder so kostet.
Es gibt mal wieder eine kleine Planänderung. In der Bar, wo ich gerade saß, hat mich ein Pärchen angesprochen. Sie ist aus Deutschland und er ist, glaube ich, Schotte. Die leben 70 Kilometer von hier und die haben mich gefragt, ob ich bei denen heute Abend schlafen möchte. Und an sich ist das eigentlich ganz schön, weil dann muss ich nicht campen und ich kann tatsächlich heute Nacht meine Akkus laden. Das heißt, dass ich es dann morgen schon nach Edinburgh schaffen würde, was ich auch nicht so schlecht finden würde. Das sind aber 70 Kilometer und das ist im Landesinneren. Das heißt, ich werde jetzt meine Route etwas ändern und den Radweg 1, glaube ich, noch so 20 Kilometer folgen und dann ins Landesinnere abtauchen. Das ist ein langer Tag dann heute mit 120 Kilometern, aber es wäre echt ganz schön, weil dann kann ich morgen mit vollen Akkus nach Edinburgh starten und muss heute Abend nicht noch ein Restaurant aufsuchen. Und ich glaube, dass es heute Nacht schütten soll und die haben ein kleines Gästezimmer, von daher das wäre perfekt. Aber es wird ein langer Tag, ich werde auch schon nicht um 9 Uhr oder so abends ankommen. So ist die Meisterin im Wasserlöcher finden. Ich bin immer überrascht, wie schnell sie die entdeckt. Das ist übrigens die 1 Offroad. Kann man tatsächlich nicht so schnell fahren. Es ist auch gerade Ebbe, man sieht auch nicht so viel mehr. Also nicht so die einfachste Radstrecke. Aber das ist eine Komoot-Strecke. Wir fahren jetzt zur 1 Onroad. Vorher waren wir auf der 1 Offroad. Das ist ganz schön steil. Gott, ich bin echt ganz schön K.O. schon. Es waren noch einfach ein paar lange Radtage. Jetzt in Montrose und jetzt verlassen wir die Cycle Route 1, um zu den Pärchen zu fahren. Claudia und Frank, die ich eingeladen habe. Es sind jetzt noch 50 Kilometer. Mal wieder der Cycle Path genutzt. Für Schilder, die im Weg sind für Fahrradfahrer. Ist immer krass, dass die aber immer den Weg blockieren. Na gut, weiter geht's. Wieder ganz viele Fasane, die ja zum Abschluss hier extra ausgesetzt werden. Die werden hier alle, wow, Gott, die werden hier alle gehalten und gefüttert. Oh, was ist das denn? Oh. Wir sind jetzt 100 Kilometer gefahren und wir haben jetzt noch 18 übrig, aber ich brauche jetzt eine kurze Pause. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was Silvia mir alles mitgegeben hat. Es war kleine Crackers, dann hatte ich einen Apfel, eine Banane und 2 Stücke selbstgebackenen Kuchen, der mega lecker ist. Aber ich muss euch das Beste zeigen. Und zwar sind diese mega niedlichen Hundekekse für die Zuri. Oh, sie freut sich schon. Oh, hier. Yummy, yummy, yummy. Lecker. So viele Babykühe. Süß. Das war gerade Claudia, die gefragt hat, ob sie mir irgendwas abnehmen sollen. Aber ich meine, das sind jetzt noch 11 Kilometer, die kann ich auch fahren. Wir waren auch bis eben wandern noch. Könnte doch Deutschland sein. Hessen. Jetzt mit Newtile. 1,5 Kilometer noch. Dann sind wir bei Claudia und Frank. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Wir sind an irgendeinem Schloss vorbei. Aber das könnte doch eine Schlosseinfahrt sein. Es war nichts ausgeschildert. In Burnley Castle, alles gut. Süßes Castle. Okay, wir sind gleich da. Die wohnen ja schon echt schön. Ah. Wow. Okay. Okay. Ja. Muss auch fix und fair. Oh, guck mal, was ich für ein leckeres Essen bekommen habe. Oh, Zuri. Ich wollte euch nur mal meinen schönen, gemütlichen Schlafplatz zeigen. Das ist richtig schön. Das ist so ein ganz kleines Holzhäuschen. Das ist wirklich gemütlich mit der Lichterkette. Machen wir es erstmal gemütlich, hä, Zuri? Zuri hat auch noch Eis bekommen. Und ich auch, nach dem Abendessen. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem im tosenden Sturm machen wir uns auf nach Edinburgh. Dort können wir bei Hannah übernachten, die auch eine begeisterte Radfahrerin ist. Wir erkunden die wunderschöne Stadt Edinburgh, die neben tollen Gebäuden auch reichlich Natur zu bieten hat. Bis zum nächsten Video.